Servus zusammen. Die Kings of War Painting Challenge ist abgeschlossen und daher wollen wir uns heute die Ergebnisse für den April ansehen. In diesem Monat war es ja das Ziel, die 1000 Punkte fertigzustellen. Das heißt natürlich keine 250 Punkte mehr fix, die mindestens fertig sein mussten pro Monat, sondern das, was eben noch fehlt für eine Mindestgröße von 980 Punkten. Da sind ganz schöne Einsendungen zusammengekommen, wie auch natürlich in den Monaten zuvor von allen Teilnehmern. Und das hätte ich gesagt, sehen wir uns jetzt wie üblich vom letzten Video, wie wir es schon kennen, einfach mal an. Beim Christian hat hier anscheinend noch ein Regiment gefehlt mit ein paar Hunden. Wie wir sehen, 185 Punkte noch, um die Armee abzuschließen. Dann stellen wir uns das Ganze im nächsten Bild mal in bemalter Form an. Sieht schon wieder sehr cool aus, auch eben mit diesem Farbschema, das habe ich eh schon gesagt, gefällt mir persönlich eben gut. Mit diesem Rot und da eben dann auch diesem Rot und Gelb für die Lava mit dem schwarzen Bases. Das sticht eben einfach sehr schön hervor. Und hier das Ganze nochmal in einer Gesamtansicht. Alles, was in den letzten Monaten hier von ihm bemalt worden ist. Die komplette 1000 Punkte Armee. Da sieht man schon, das ist eigentlich eine schon ganz schöne Größe, aber dann doch auch nicht so übermäßig viel an Modellen, was man eigentlich zu bemalen hat. Wenn man sich das mal überlegt, selbst so ein Projekt in Angriff zu nehmen, ist also durchaus schaffbar in dieser Zeit. Und dann nochmal eine Detailaufnahme der Kavallerieeinheit. Die haben wir, glaube ich, letztes Monat dann schon gesehen gehabt und hier jetzt nochmal ein eigenes Bild dazu. Hier die Kavallerie als Abschluss der Armee von Protoss. Eine ganze Menge Sachen, die hier fertig geworden sind, wie wir sehen. Gleich 4 Regimenter und hier die komplette fertige Armee mit allen Helden dazu und auch den Infanterieeinheiten, die wir ja auch bereits kennengelernt haben. Und was mir hier nach wie vor extrem gut gefällt bei diesem Farbschema ist eben, wie stark das hier die Schilde herauskommen. Das ist eben sehr, sehr cool meiner Meinung nach. Und eben auch diese einerseits Zusammengehörigkeit dadurch bei den Schilden auch, aber dann doch verschiedene Muster. Da ist auch doch einiges an Arbeit reingeflossen. Definitiv mehr, als was ich mir für meine ganzen Schilde machen würde. Dann lasst uns zu den Redkin kommen von Magiermeister. Auch hier mehrere Einheiten, ein schöner Mix aus Kavallerie und auch Helden. Was hier fertiggestellt wurde, jetzt im April. Auch hier finde ich dieses Blau-Violette in diese Richtung bei den Reittieren extrem cool, dann im Vergleich bzw. Kontrast eben zum Rest der Armee und von dem eher grün Farbschema der Reiter bzw. eben auch der anderen Einheiten. Und hier jetzt nochmal eine Aufnahme der fertiggestellten Armee über die komplette Challenge hinweg. Bei den Basileans scheint der Abschluss aus Infanterie zu bestehen. Hier nun in bemalter Form. Das, was im April fertig wurde, scheint eben
wie wir hier jetzt sehen, ein Regiment geworden zu sein und dann noch ein Held dazu. Wieder in den üblichen Farben, wie wir es bei der Armee bereits kennengelernt haben. Mit wieder der extrem schönen Base-Gestaltung, die ich ja auch letztes Mal schon angesprochen hatte, dass mir das besonders gut gefällt. Und hier nun nochmal ein Gesamteindruck der kompletten 1000 Punkte Armee. Muss ich auch sagen, mit diesem Farbschema, das wirkt natürlich sehr, sehr stimmig und zusammengehörig schon auf diese Größe, wenn man ein paar Einheiten fertig hat und vor allem eben bei einer solchen Armee mit Rittereinheiten wirkt das Ganze natürlich nochmal besonders schön, wenn die verschiedenen Einheiten so zusammengehörig dargestellt sind. Der Held von diesem Monat nochmal in Nahaufnahme. Und den Abschluss machen die Forces of the Abyss von Tobias. Auch hier anscheinend ein Heldenmodell fertig geworden im April und dann abgeschlossen noch mit einer Infanteriehorde. Auch hier die Gestaltung eben mit dem Rot bei den Einheiten, bei den Modellen und dazu dann eben das Grau bei den Bases. Das wirkt eben auch meiner, finde ich, sehr, sehr schön zusammen. Und das Ganze hier und da dann eben noch ein bisschen aufgelockert von den Tufts in Braun, die sich dann auch schön abheben. Was mir besonders gut hier gefällt, ist dann auch, wenn wir es nochmal beim Charaktermodell anschauen, hier vorne auf der Base diese Kristalle bzw. eben Steine. Das waren sie nun also, die Einsendungen für den Abschluss April der Painting Challenge für den letzten Monat. Waren wieder sehr schöne Einsendungen dabei und ich von meiner Seite möchte mich noch sehr herzlich für eure Teilnahme bedanken. Es hat mich sehr gefreut, dass sich hier doch ein paar Leute gefunden haben, die die Motivation dann auch hatten, sich für so eine Challenge anzumelden. Ich hoffe auch, es hat euch Spaß gemacht, sowohl den Teilnehmenden als auch generell den Leuten, die sich die Videos angesehen haben, mit den Ergebnissen. Hier mal Armeen von Leuten aus der Community zu sehen und hoffe auch darauf, dass natürlich im zukünftigen Challenges, die eventuell noch kommen werden, eben wie schon vorausgeschickt, eventuell der zweite Teil eben im Herbst für Kings of War, dass sich hier dann ein paar mehr Teilnehmer auch einfinden werden und wir noch ein paar mehr schöne Armee dadurch zu Gesicht bekommen. Dann bleibt hier nur noch die Bekanntgabe des Gewinners der Mega Army Box und am besten werde ich da jetzt einfach den Namen für euch einblenden und dann nochmal die kompletten Einsendungen der Gewinnerarmee hier einmal für euch gesammelt nochmal durchlaufen lassen. Viel Spaß dabei! Und natürlich einen herzlichen Glückwunsch an den Gewinner.